Also ein septischer Schock, Blutvergiftung mit massiver Auswirkung auf den Blutdruck ist ein Notfall. Da müssen alle Experten ans Patientenbett. Zeit ist in der Medizin, in der Notfallmedizin eigentlich immer entscheidend und gerade beim septischen Schock eben lebensentscheidend. Ja? Wenn der Patient zu lange zu Hause bleibt, wenn er zu spät an die richtige Stelle gerät, dann kann es zu spät sein. Ja? Symptome einer Sepsis zum Beispiel sind, dass die Patienten nicht mehr klar bei Bewusstsein sind. Sie sind teilweise eingetrübt. Sie haben hohes Fieber. Sie atmen sehr oberflächlich, sehr schnell, sind lufthungrig, könnte man sagen. Sie sind kaltschweißig. Das ist nicht der warme Schweiß von der Sonne, sondern sie sind blass, marmoriert, kaltschweißig, überhaupt kalt. Die haben einen niedrigen Blutdruck. Der Puls rast und ist fast nicht mehr tastbar. Und man braucht diese Patientinnen, Patienten nur anschauen und weiß, die sind in einem lebensgefährlichen Zustand. Die Krankenschwestern, muss ich sagen, die waren alle sehr erstaunt, als sie mich gesehen haben nach dem Koma, dass ich noch lebe. Die haben echt teilweise, wenn die 1-2 Wochen Urlaub hatten und wieder da waren, haben die reingeguckt und mich total angestarrt und ich habe das gar nicht verstanden, warum. Und das hat meine Mutter mir dann auch versucht zu erklären, dass viele halt gar nicht geglaubt haben, dass ich das überlebe. Das erste Mal, als ich das Wort Sepsis gehört habe, war ich schon aus dem Koma aufgewacht. Und ich glaube, dass es meine Mutter war, die mir erzählt hat, grob, was passiert ist. Ich weiß nur, dass es mir auf jeden Fall nicht schlimm vorkam. Ich dachte so, ja, gut, warst jetzt halt schwer krank, bist aber bestimmt wie immer auch schnell wieder fit. Sepsis heißt ja gemeinhin Blutvergiftung, das heißt, Keime, Bakterien, Viren müssen in die Blutbahn eingeschwemmt werden. Das kann Ausgangspunkt sein, eine Lungenentzündung, eine offene Stelle am Bein. Nach ein paar Tagen oder Wochen, weiß ich gar nicht mehr genau, habe ich dann so nach und nach verstanden, dass mich das Ganze gerade fast mein Leben gekostet hat. Und da war ich natürlich erstmal super dankbar und konnte dann erstmal relativ entspannt mit der Situation umgehen, was viele auch verwundert hat. Mich selber ehrlich gesagt auch, weil hätte mir vorher jemand gesagt, du willst mal fast sterben und deine Beine verlieren, hätte ich gesagt, ja, dann lass mich bitte sterben. Im Prinzip hat mein Körper gegen sich selbst gekämpft und den Kampf habe ich fast verloren. Das wäre jetzt so ganz einfach erklärt. Ja, aber mein Körper war dann doch noch stark genug, um zu sagen, nee, es ist noch nicht zu Ende, du darfst noch weiterleben und ich bin trotz allem glücklich. Ich habe alles, was ich brauche. Ich habe eine Wohnung, ich habe einen tollen Mann an meiner Seite, ich habe eine tolle Familie und das muss man sich halt immer wieder bewusst machen. Und ich wünsche mir natürlich, dass weiter geforscht wird, dass noch mehr Entwicklung der Medikamente stattfinden kann, dass vielleicht solche Maßnahmen wie Amputation im schlimmsten Fall irgendwann gar nicht mehr nötig sind oder man das noch weiter rauszögern kann.